Ärzte haben mir gesagt, dass ich wegen meiner psychischen Probleme nie wieder gesund werden und nie wieder arbeiten können würde. Aber das wollte ich nicht akzeptieren. Ich bin Anja, bin Tattoo-Artist und tätowiere vor allem Kundinnen und Kunden mit Narben jeglicher Art und bin dazu noch Heilerin und Spiritual Life Coach. Ich hatte das relativ früh, dass viele Kunden zu mir gekommen sind, nicht wirklich wegen meiner Kunst, sondern eher wegen mir als Mensch, weil sie sich mit mir identifizieren konnten, mit meiner Geschichte. Denn mein Weg der Heilung kann genauso gut einem anderen zeigen, dass das möglich ist und dass das machbar ist. Ich hatte in jungen Jahren vor allem mit den Auswirkungen von Depressionen und einer posttraumatischen Belastungsstörung zu kämpfen und habe meinen Schmerz auf eine Weise kanalisiert, indem ich mich selbst verletzt habe. Das Ganze begann, als ich in meiner Jugend und Kindheit einige traumatische Erlebnisse erfahren habe. Dazu gehörten sexuelle Übergriffe. Ja, dadurch, dass ich die Erfahrung abspalte, dissoziierte ich viel, war gar nicht wirklich in meinem Körper und hatte immer das Gefühl, neben mir zu stehen, nicht mehr wirklich am Leben sein zu wollen. Also es war wirklich ein Gefühl aus, ich bin gar nicht richtig da, ich existiere gar nicht mehr richtig. Die schwersten Momente waren eigentlich die, da ich mich niemandem gegenüber öffnen konnte, und diese Einsamkeit, die ich gefühlt habe. Die Einsamkeit und der Schmerz, nicht zu wissen, wohin mit all den Emotionen und damit ganz allein zu sein. Die größte Angst um Anja hatte ich 2012. Da ging es ihr wirklich sehr, sehr schlecht. Sehr schlecht. Und ich konnte nicht so für sie da sein, wie ich es gerne wollte. Natürlich, wenn es dem Kind nicht gut geht, geht es der Mutter auch nicht gut, ganz klar. Ich habe nebenbei gearbeitet, habe dann trotzdem versucht, für Anja da zu sein. Und es war nicht immer machbar. Und das war ja nicht so einfach, die Zeit. Wenn jemand in deinem Umfeld psychisch erkrankt ist, dann ist es wichtig, dass du ihm zuhörst, dass du ihm Raum schenkst, einfach zu sein mit seinen Emotionen und dass du ihm nicht sagst, alles wird wieder gut oder du musst nur wieder arbeiten gehen, denn das macht es meistens nur noch schlimmer. Was wichtig ist, ich empfehle ihm, sich professionelle Hilfe zu holen und grenze dich davon ab und wisse, dass das nichts mit dir persönlich zu tun hat. Ich war damals in verschiedenen Therapien und die Ärzte prognostizierten mir damals, dass ich nie wieder diagnosefrei sei und dass ich mein Leben lang damit zu kämpfen hätte. Die Diagnosen und die Prognosen der Ärzte wollte ich nicht als meine Realität gelten lassen. Und für mich war klar, dass diese Diagnosen ja nicht wirklich mich bezeichnen, sondern einfach nur irgendwelche Label sind und Wörter auf irgendeiner Akte. Und dass ich das nicht als meine Realität gelten lassen wollte. Und deswegen habe ich eben immer weitergemacht, weil ich wusste, das ist nicht meine Wahrheit und das wird nicht mein Leben sein. An Anja bewundere ich ihr Kämpferherz. Wenn man sie vor ein paar Jahren gesehen hat, da hätte man niemals damit gerechnet, dass sie jetzt hier so steht und so eine Persönlichkeit ist, wie sie gerade ist. Als Mutter macht es natürlich total stolz. Das würde nicht jeder so hinkriegen. Da, wo mir wirklich nachhaltig geholfen wurde, das war eine Klinik, wo es längere Aufenthalte gab und auch die Spiritualität dann das erste Mal mit eingeführt wurde und da wurde ich eben total abgeholt. Das war wie so ein Schnips und ich habe mich erinnert, dass mein Leben einen Sinn hat und dass ich hier bin, um Liebe zu leben. Und das war für mich genug und da wusste ich, von jetzt an geht es nur noch vorwärts, weil ich hatte mich daran erinnert, warum ich als Seele hierher gekommen bin. Ich konnte am meisten Frieden finden, indem ich die Situation als unglaubliches Geschenk angesehen habe. Denn ich wäre heute nicht der Mensch, der ich bin, wenn mir das nicht passiert wäre. Und außerdem habe ich auch den Tätern komplett vergeben. Ich habe mich sogar persönlich getroffen, weil ich weiß, dass wir alle nur unser Bestes geben und jeder nur aus seinen eigenen Verletzungen handelt. Und in dieser Vergebung liegt der größte Frieden. Die ganze Zeit hat mich wirklich unglaublich transformiert und stärker gemacht und zu einer kraftvollen Frau gemacht.
Für mich war das Covern meiner Narben dann wirklich so ein Befreiungsschlag. Es war wie ein Schritt in eine neue Zukunft und das war ein super schöner Moment. Ein ganz besonderes Tattoo für mich ist das Resilience an meinem Finger, denn das ist auch mein Künstlername und erinnert mich immer an meine Widerstandskraft inmitten der größten Widrigkeiten. Das Gefühl, wenn ich tätowiere, ist wirklich einzigartig. Es ist sehr vertraut und alle meine Kunden haben ihre eigene Geschichte, die sie dann auch mit mir teilen. Also das Vertrauensverhältnis ist da schon von vornherein sehr tief und so entsteht da sofort eine Verbindung. Meine Tattoos sind eben nicht nur Schmuck, sondern auch wirklich ein Stück Heilung für die Menschen, denn ich wusste damals schon, dass wenn ich anfange zu tätowieren, dass ich das unbedingt auch Menschen mitgeben möchte, diese Befreiung, die das für mich damals geschafft hat.